guten Abend, Tag, wann auch immer ihr das seht. Das ist jetzt ein inoffizielles Intro für das, was jetzt kommt, weil die nächsten Videos, das wird eine Serie über meine Zeit in Schottland. Jetzt gerade, man sieht's, ich bin gerade nicht in Schottland, die haben nicht so hohe Berge. Ich bin wieder in Bayern, im Allgäu. Wir machen jetzt zuerst den West Highland Way. Der West Highland Way geht von Moingai oder Mengai, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Das ist nördlich von Glasgow, gehört auch noch zu Glasgow und geht nach Fort William. Das sind 154 Kilometer. Im Hintergrund hört man schon donnern. Es kann sein, dass ich gleich ins Auto verlege. Dann nicht wundern, warum es dunkler wird. War eine Challenge. Ich habe mir eine Challenge gesetzt. Ich wollte diese 154 Kilometer in 5 Tagen laufen. Ob das geklappt hat, seht ihr auch in den Videos. Der West Highland Way gehört zu den Scottish Greatest Trails oder Greatest Trails of Scotland. Es war der älteste tatsächlich. Das war ein Witz. Der älteste Trail, den es gab, 1980, meine ich, wurde der eröffnet. Wir verlegen ins Auto. Scheiße, wenn es von da kommt, ist es gleich echt über mir. Tatsächlich in den Videos, ich rede Deutsch und Englisch, also keine richtigen englischen Sätze, kurze englische Sätze, wenn mir was durch Hirn geht, einfach weil ich jetzt 3 Wochen da war. Zweitens, ich arbeite hier, also mein normaler täglicher Beruf, der findet auf Englisch auch statt, das heißt, mein Kopf ist gemischt. Mittlerweile, man hört viel zweisprachig auf jeden Fall. Und ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem, was ich hier so fabriziert habe. Spirit young and free, breaking through the wall. Guten Tag aus Schottland. Hey, heute vom West Highland Way, wenn man es nicht im Intro schon gesehen hat. Ja, war ein bisschen busy hier. Gerade gestartet, vor 20 Minuten gestartet, aber es war wirklich voll. Was ist der Plan? Hinten im Rucksack habe ich alles, was ich brauche. Zelten, so Zelt, Isomatte, Schlafsack, Gaskocher, Topf, Essen, Bekleidung und andere Basics. Genau. Und das Ziel ist, in 5 Tagen von Moingai, wo wir gestartet sind, oder ich gestartet bin, nach Fort William zu laufen. 96 Meilen, 124 Kilometer. Ich muss nochmal genau nachschauen. Auf 5 Tage sind ungefähr 30 Kilometer pro Tag, grob gerechnet. Wetter ist gerade auch nicht anders als in Deutschland im Juni. Genau, wir haben Anfang Juni. Und viel Spaß mit meiner Reise. Curious to see where the journey calls. Head towards the sun. So, ich sehe aus wie ein Imker. Es wurde vorhin gesagt, the Mitchies are out. Und jetzt sehe ich so aus. Ich musste die GoPro hier an das Ding packen, aber jetzt spinnt der Akku wieder, also die geht nicht an. Jetzt gibt es Handyaufnahmen bis zu meiner ersten Pause. Eine richtig gute Stabilisation hier meinerseits. Wir haben ins Auto verlegt, wir machen jetzt von hier. Ich weiß nicht, wie das aussieht in der Kamera, weil ich teste jetzt gerade auch eine andere Kamera. Wo wir jetzt gerade beim Thema sind, die ganze Zeit über in Schottland hatte ich GoPro-Probleme. Die habe ich ja schon öfters, also auch auf normalen Wanderungen oder so, oder beim Radeln oder so, wenn ich sage, okay, GoPro funktioniert nicht mehr. Ich war froh, dass ich noch eine andere Kamera dabei hatte und natürlich mein Handy. Trotzdem nervt es irgendwann. Deswegen teste ich jetzt auch gerade die Kamera. Das ist voll vom Thema vorbei. Es ist nicht West Highland Way. Aber die ziehen sich auf jeden Fall durch diese Folgen. Auf jeden Fall, ja, stellt euch auf GoPro-Probleme ein, da werden auf jeden Fall noch mehr kommen. So much fun following the line, a bit naive but just alright. We're driving through the GoPro geht wieder, der Akku, aber der ist von 100% auf 77 gedroppt. Es ist der Enduro-Akku, es ist ganz komisch mit GoPro, aber solange die jetzt noch funktioniert, behalte ich so und danach gibt es eine andere Marke. Nur so viel dazu.
exploring makes us whole. Looking for a dream to become reality. Flow against the stream. A little courage is the key. A bit naive, but just alright. We're driving through the night. A little risk keeps us alive. 'Cause we're So, hallo, es fängt jetzt gleich an zu regnen. Hälfte des Tages erreicht, also 15 Kilometer. Mit 30 habe ich mehr gesetzt, beziehungsweise um Viertel vor 10 geht die Sonne unter. Das heißt, um Viertel vor 9 will ich einen Zeltplatz suchen. Oder die 30 Kilometer schaffen. Aber das mit Viertel vor 9 ist mir wichtiger, als die 30 Kilometer durchzuballern. Ich bin kurz vor Drimmen. Das ist quasi, wenn man den West Highland Way in mehreren Tagen macht, wäre das das erste Etappenziel. Das war ein geiles Auto. Ja, ich bin ja an einem Roundabout, Kreisverkehr. Die einzige Möglichkeit, wo man den Rucksack noch einigermaßen gut einstellen kann. Weil alles andere ist sehr matschig. Geiles Kennzeichen gewesen, yikes. Wie gesagt, kurz vor Drimmen. Ich finde es jetzt hier gerade eher ein bisschen langweilig. Also zum Einlaufen ist es ganz gut. Und dass sich der Fuß an die Belastung gewöhnt, weil er beschwert sich schon seit Kilometer 5, aber da müssen wir jetzt durch. Echt wow. Ich kann es jetzt nicht ranzoomen, aber mal ab und zu auch mal zurückgucken. Ja, Fuß beschwert sich schon seit Kilometer 5, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich habe das geplant. Und mir war das bewusst. Da müssen wir durch. Aber genau deshalb mache ich das. Challenge für den Fuß. Und mal gucken, wie weit ich mich pushen kann. Mental. Wenn er wirklich zu sehr nervt. Bis jetzt merke ich es zwar, aber ich sage, nee, komm, das habe ich auf der normalen Arbeit auch so. Das ist nichts, wo ich sage Abbruch oder wo es mich jetzt krass aufregt. Kommen wir mal kurz dazu, warum ich mir diese Challenge jetzt gesetzt habe. Also die Challenge ist in 5 Tagen 154 Kilometer laufen. Das sind ungefähr 31 Kilometer pro Tag. Warum das Ganze? Viele, die meinen Kanal schon länger folgen oder die auch andere Videos schon gesehen haben, wissen vielleicht, dass ich vor 2 Jahren, also sind jetzt fast genau 2 Jahre, 3. Juli war es, 3. Juli 23, habe ich mir meinen linken Fuß gebrochen. Wie, das müsst ihr nicht wissen, das ist komplett peinlich. Aber ich weiß gar nicht, ich habe ein Video dazu gemacht, das kann man sich gerne anschauen, ich kann es auch mal verlinken. Auf jeden Fall den Fuß gebrochen und der Bruch ist auch gut verheilt. Ab und zu merke ich ihn noch beim Wetterumschwung und alles. Ich glaube, das ist logisch. Dadurch oder bei diesem Unfall, der da passiert ist, allerdings nicht nur der Fuß gebrochen, sondern auch Bänder, Sehnen und Gelenke. Und allem voran die Gelenke zwischen, ich hatte einen Mittelfußbruch vom großen Zeh weg. Der hat ein bisschen länger gedauert, gerade weil der große Zeh auch für die komplette Stabilität im Fuß steht und wenn man sonst auf den Beinen steht, so wurde es mir mal erklärt oder so habe ich es mir gemerkt. Und dann habe ich die Gelenke zwischen großem Zeh, dem daneben und dann dem Mittelfingerzeh. Die 2 Gelenke, die dazwischen liegen, die sind vergrößert. Auf jeden Fall, die merke ich im Vorfuß, wenn ich laufe, das merke ich. Und wenn ich zu viel mache oder einfach auch mal so, dann zieht's einfach unterm Fuß. Orthopäde letztes Jahr hat mir erklärt, das ist für mich bis jetzt die logischste Erklärung, dass es an der Sehne liegt, die ab und zu vielleicht sich entzünden könnte oder kurz davor ist. Ich weiß es nicht. Mein Fuß schwillt immer noch an. Er wird immer noch dick. Ab und zu fühlt er sich noch heiß an. Nicht mehr so viel wie vorher. Ich bin auch schon mehrere Berge hier hoch ohne Kamera, wo ich gedacht habe, es wird auch nichts mehr mit dem Fuß, weil ich einfach kein Vertrauen drin hatte. Ging aber auch. Und dann habe ich mir gedacht, komm, als Vorbereitung für andere Bergtouren hier, vielleicht auch für schwerere, für längere, gehe ich jetzt mal den West Highland Way und setze mir wirklich die Challenge, wie weit kann ich gehen pro Tag, was halte ich aus, weil ehrlich gesagt, der Fuß, er tut weh, er schwillt an, er wird heiß, alles gut, aber ansonsten, er hat nichts, ich kann nichts dagegen tun. Also es ist wirklich immer klar, er braucht dann Ruhe, damit ich meine Ruhe habe, aber trotzdem weiß ich, okay, weiter passiert nichts. Vielleicht irgendwann mal ein Überlastungsbruch, aber sonst kann damit nicht mehr viel kaputt gehen. Also wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich mental challengen, um mit diesem Fuß 31 Kilometer pro Tag zu laufen.
Ob das geklappt hat, na gut, das seht ihr in den anderen Videos. Auf nach Drammen und dann Connect danach. Da den Weg. Und jetzt runtergehen nach Drammen. Da geht es weiter auf dem West Highland Way. Da habe ich gerade auf der Karte geschaut. Hey, nach Drammen ist ein Umweg. Ich gehe da runter und dann quasi den Weg, den ich von da gekommen bin, wieder hier zurück und dann kann ich da hinten wieder rauf und ja, das, nee, also hier ist ein Schild. Hier. Drammen. West Highland Way. Und ich werde jetzt auf dem West Highland Way weitergehen. Also wenn man bedenkt, dass ich da noch hoch will, sollte ich auf jeden Fall vorher irgendwo Wasser auffüllen. Ich finde schon irgendwas. Irgendwas wird es schon geben. So, hinter mir ist ein Stream, ein Bach, ein kleines Wasserfällchen. Müsste ja von oben kommen. Sollte okay sein. Hier ist ein ganz kleiner Weg, wo ich runtergehe. Ich werde das jetzt so machen, dass ich nur 1 Liter in meinen Wasserfilter fülle, weil der hat nur 1 Liter. Und wenn ich dann mein Zelt später aufschlage, den Liter nochmal abkoche. Der Liter muss dann reichen für Abendessen. Ich glaube, für mein Abendessen brauche ich gar kein Wasser. Ich habe noch einen halben Liter jetzt. Und dann muss ich noch was zu trinken haben für morgen, bis ich nach Bäumacher komme. Dann kann ich da die hier auch auffüllen. Das ist jetzt erstmal der Plan. Filter ist aufgefüllt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Die andere Flasche, weil die nicht mehr reinpasst, habe ich jetzt da mit dem bisschen, was noch drin ist. Ich habe noch was rausgetrunken. Gerade noch einen Local gefragt, der meinte, ja, should be fine. Naja, ist der erste Tag. Wir lernen. Wir lernen. Ich habe ein Schild entdeckt. Bäumacher. Das wäre quasi mein Etappenziel, aber da darf man nicht campen. Deswegen muss ich es halt im Connect machen. Über die Straße. 2,5 Meilen. Und Bäumacher über Connect Hill. 3/4 Meilen, sagen wir mal 4 Meilen noch. Und das kommt genau hin mit dem, was ich laufen will. Nur, dass ich halt nicht in Bäumacher ankommen möchte, sondern auf dem Connect Hill. Oder davor oder halt darunter, nicht direkt auf der Spitze. Das, was mich eher irritiert ist, von hier schaut ja so weit weg aus. Aber in 10 Kilometern soll man anscheinend drüber sein. Hier haben wir das Schild, warum ich am Connect Hill übernachten möchte. Diese grauen Linien hier, die zeigen, wo ich nicht campen darf. Und ich könnte quasi die Spitze noch schaffen und dann irgendwo hier davor, also ein bisschen unterhalb vom Dings, dann übernachten. Also ich schaue mal, ob ich es überhaupt bis zur Spitze schaffe oder davor bleibe, das ist ja noch erlaubt. Die sind auf dem West Highland Way auch alle gleich. Und weiter geht's. Schief aber bei mir. Naja, muss ja immer. Es schaut immer noch zu weit aus, um das heute noch zu schaffen. Das ist wahrscheinlich schneller da, als man denkt. Hier so ein kurzes Update. Bin dem Berg schon näher gekommen. Und ich werde es von der Zeit heute auch schaffen, theoretisch rüber zu gehen. Aber wir haben ja festgestellt, man darf da nicht überall campen. Ich habe mich trotzdem gerade dafür entschieden, dadurch, dass es hier jetzt so windig ist, da oben, auch wenn ich nicht direkt auf der Spitze bin, auch relativ nicht windgeschützt bin und da vorne kommen gleich ein paar Bäume. Ich weiß, bei richtig starkem Wind soll man jetzt auch nicht unter Bäumen übernachten. Da bin ich auf jeden Fall geschützt, ja. Und das Gate hier auf. Alles so laut. Ja. Habe ich mich jetzt dazu entschlossen, da weiterzugehen und schauen, ob ich da
zwischen den Bäumen einen Zeltplatz finde, an Betracht des Wetters. Beziehungsweise des Windes, der war heute schon den ganzen Tag eher so. Es ist, glaube ich, besser, wenn ich jetzt unten bleibe und das ganze Ding morgen früh mache. Wo die Brücke ist, das ist der Weg. Jetzt bin ich gerade hier runter, weil ich habe die Feuerstelle gesehen. Und bam, that's my new trick. Ich baue das Zelt gleich auf, es hat aufgehört zu regnen gerade kurz, das muss ich nutzen. Ich habe hier einen Fluss, das ist richtig gut, ich kann mehr Wasser filtern. Ich bin ungefähr 27 Kilometer gelaufen jetzt. Ich habe gerade festgestellt, dass das nur hier, falls ihr einen Crack in der Linse seht, also das Sicherheitsglas vorne ist kaputt. Da müsst ihr jetzt mit leben die ganze Zeit. Jetzt ist kurz wieder ein Handyvideo, aber gut für den ersten Aufbau. Geht. Jetzt fängt es auch gerade wieder an zu regnen, deswegen packe ich jetzt meine Sachen rein. Will gar nicht wissen, wie ich aussehe. Ja, hallo aus dem Zelt. Schon gegessen und alles. Ich habe das alles nicht mitgefilmt, weil da draußen sind Mücken. Es ist klar, wenn man ein Bach daneben hat. Aber hier ist ein guter Platz, um das Zelt aufzubauen. Vorm Berg. Jo, der Akku hier ist auch leer. So, für heute gute Nacht und den Rest morgen früh wieder vom Trail. Ja, um euch da mal kurz einen Überblick zu geben. Das ist super mit den Schatten hier. Das ist der Weg. Hier fängt man an in Glasgow. Dann geht's halt über den Loch Lomond und den Trossachs National Park all the way up. Hier rüber, die Section ist dann Rannoch Moor. Ab hier kommt man ins Glencoe. Ja, dann kommt man in Fort William raus. Mein erster Tag, wir reden jetzt über diese Section von hier bis ungefähr hier. Hier natürlich den Start in Moingai. Wenn man da ankommt mit dem Zug, der ist nicht zu übersehen. Da ist ein riesiger, man sieht es am Anfang vom Video, ein riesiger Pfeiler einfach mitten im Stadtzentrum. Da fängt es an und dann geht es natürlich den Weg da links bzw. rechts von runter, je nachdem von welcher Seite man kommt. Dann geht es hier lang, relativ ja, unspektakulär. Erstmal aus der Stadt raus, dann kommt hier so ein kleiner, sah aus wie ein Stadtpark. Da gibt's dann auch so Rundwege, falls man jetzt irgendwie Urlaub macht da oder so und raus aus Glasgow will, könnte man auch hier so rumgehen, kommt man da wieder an. Hier in diesem Waldstück bin ich angefangen, die zu filmen, die Videos zu machen, einfach, weil hier war es zu voll. Hier hat die GoPro aufgegeben, also diese Sektion hier, das war alles mit dem Handy. Ab hier habe ich dann auch Leute getroffen, da habe ich dann auch ein bisschen weniger dann gefilmt, vor allen Dingen dieses Stück, das war auch sehr langweilig, das ist alles eher Asphaltstraße, da war es dann ganz gut oder wirklich gut, wenn man dann mal wirklich jemanden hatte, mit dem man sich unterhalten konnte. Ab hier, dieses Stück noch, da hat man schon so ein bisschen so die Hügel im Hintergrund gesehen, was man jetzt dann so vorhat. Dann kommt man hier schon, ab da wird es dann wieder ein bisschen spannend. Genau, da kommt man runter nach Drimmen. Für viele ist Drimmen auch so das erste Etappenziel. War jetzt für mich nicht so, weil, also ich kann hier das auch mal kurz erklären. Aber hier kann man auch noch mal sehen, wie man sich die Etappen einteilen kann. In 5 Tagen hätte ich jetzt von Moingai nach Balmaha laufen müssen. Hier 32 Kilometer. Ich bin dann aber ein bisschen davor, bin ja nicht ganz in Balmaha angekommen. Das war aber auch tatsächlich mehr oder weniger schon im Hinterkopf oder geplant. Das so viel bedeutet, ich musste halt dann am 2. Tag in Balmaha anfangen und dann auch direkt nach Inveranen gehen, was dann auch wieder 33 Kilometer sind. Also man sieht schon hier, wenn man das in 5 Tagen laufen will, der letzte Tag hat 23, das ist der kürzeste, dann haben wir hier eine Section mit 34. Diese Tabelle gibt es auch im Internet auf der Website vom West Highland Way, wer da nochmal genauer nachschauen möchte oder es nachlaufen möchte. Gehen wir hier jetzt weiter. So, hier wäre man jetzt nach Drimmen gekommen. Das hatte ich vor, um hier dann Wasser aufzufüllen. Hat nicht ganz geklappt, denn ich habe auf dieser Sektion, habe ich schon gesagt, habe ich jemanden kennengelernt. Wir sind allerdings nicht hier runter. Wir sind diesen Weg weiter. Der war aber auch mit West Highland Way ausgeschildert. Also ist jetzt nicht so, dass das ist jetzt nicht der West Highland Way gewesen wäre. Auf jeden Fall sind wir da weiter. Kamen dann hier raus. Hier. Und dann habe ich hier gab es dann ein anderes Schild, was ihr gesehen habt im Video, wo es dann steht, nach Drimmen hier runter. Als ich das nachgeschaut hatte, wäre halt hier runtergegangen, wäre dann nach Drimmen und hätte den ganzen Weg wieder zurückgemusst. Dann der nächste Wegpunkt, der war ja hier. Da ist dann die Entscheidung, möchte man
normal runterlaufen nach Balmaha wäre kürzer gewesen natürlich. Oder möchte man über den Conic Hill laufen? Zeitlich gesehen ist das länger. Hier steht jetzt 360 Höhenmeter, er hat 358 tatsächlich, wenn man auf der höchsten Stelle steht. Hier in diesem grünen Feld, da habe ich dann das Zelt aufgeschlagen, weil, ja wie gesagt, Regen, Wind, wollte ich nicht unbedingt hier. Man sieht ja, da sind keine Bäume und nichts. Auch bis hier runter dann nicht mehr. Wollte ich nicht unbedingt die erste Nacht verbringen. Da war ich relativ geschützt, da hat es auch gepasst. Ab hier ungefähr fängt dann die Camping-Sperrzone an. Das Einzige, was ich hätte machen können, wäre wirklich scheiß Wetter gewesen. So, ich hätte das auslassen können, wäre das Wetter schon blöd gewesen, wäre ich an dieser Stelle gewesen. Runter nach Balmaha, hätte dann meine 32 Kilometer zwar gehabt, hätte dann aber noch, ist jetzt auf dieser Seite, hier, also hier ist jetzt Balmaha, den ganzen Weg am Loch Lomond schon mal lang müssen, um dann hier zum Campingplatz zu kommen. Das sind nochmal plus 7 Kilometer. Da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Das hatte ich von Anfang an nicht gehabt. Das hätte ich da auch nicht gehabt. Das heißt, wir bleiben auf meiner Karte hier. Und das war ungefähr der Weg hier. Mongai. Da ist da. Karte kann ich eigentlich ganz gut empfehlen. Aber mal um zu reinzuschauen, wie man sich das aufteilt, was dann als nächstes noch kommt. Wer Karten lesen kann, hat natürlich noch ein bisschen mehr Ahnung, was da für Infos drin sind. Ich kann jetzt hier nicht alles erklären. Das war der erste Weg. Karten A, B und C nicht mehr. A und B.